Hallo und Servus zusammen. Heute zeigen wir euch, wie unsere einstellbaren Brems- und Kupplungshebel an der BMW R1300 GS angebaut werden. Hier seht ihr den Lieferumfang und das benötigte Werkzeug zum Anbau. Zuerst wird die Schraube vorne am Handprotektor entfernt. Der Anbau erfolgt bei Brems- und Kupplungshebel nahezu gleich. Deshalb zeigen wir euch in diesem Video nur den Anbau des Kupplungshebels. Jetzt kommt man an die Befestigungsschraube des Hebels und kann diesen entfernen. Dass unsere Hebel natürlich mit ABE geliefert werden und bei einem Sturz nach oben klappen können, dass sie womöglich nicht abbrechen, erwähne ich hier nur der Vollständigkeit halber. Dann kann der Hebel herausgezogen werden. Wenn man zuerst misst, wie weit der Stößel eingeschraubt ist, kann man die neuen Hebel wieder genauso einstellen. Dann wird die Schraube erwärmt, dass man sie trotz des Schraubensicherungsmittels unbeschädigt lösen kann. Jetzt wird der Stößel mit Schraubensicherungsmittel an den neuen Hebel geschraubt und kontrolliert, dass er genauso weit angeschraubt ist, wie es am originalen Hebel der Fall war. Dann kann der Hebel auch schon wieder eingesetzt werden. Jetzt wird der Hebel von oben wieder festgeschraubt.
Und dann kann er auch schon wieder verwendet bzw. eingestellt werden. Einmal kann der Abstand zum Lenker eingestellt werden. Und die Länge des Hebels kann ebenfalls angepasst werden. Und so sieht das Ganze dann aus. Das war's auch schon wieder für heute. Also Servus und bis zum nächsten Video.